Also, willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Schön, dass du dabei bist. Wir haben uns heute ein wirklich massives Thema vorgenommen. Hallo zusammen, ja, absolut massiv. Wir alle kennen ja wahrscheinlich dieses völlig veraltete Klischee. Also dieses Bild vom hyperaktiven Zappel-Philipp. Weißt du, das unruhige Kind in der letzten Reihe, das einfach absolut nicht stillsitzen kann und ständig den Unterricht stört? Ja, das klassische Bild, das fast jeder sofort im Kopf hat. Genau. Aber wenn man sich mal intensiv mit der aktuellen neurobiologischen Forschung beschäftigt, und das haben wir für heute getan, dann merkt man sehr, sehr schnell, wie absurd und vor allem, wie unvollständig dieses Bild eigentlich ist. Es kratzt nicht mal an der Oberfläche. Absolut nicht. Und unsere heutige Mission ist es eben, die Frage, was ist ADHS wirklich, mit einer sehr ausführlichen Erklärung bis in die absolute Tiefe zu beantworten, abseits dieser ganzen Mythen. Und dafür haben wir ja einen echten Berg an Material durchgearbeitet. Oh ja, das kannst du laut sagen. Also von hochkomplexen medizinischen Fachtexten über aktuelle klinische Leitfäden für Erwachsene bis hin zu den wirklich wegweisenden Arbeiten der Psychiater Edward Hallowell und John Ratey in ihrem Buch ADHS ist kein Makel. Ein fantastisches Buch, das wirklich Paradigmen verschoben hat. Total. Und in all diesen Texten, da taucht immer wieder eine ganz bestimmte Metapher auf. Eine, die das Ganze unglaublich greifbar macht, wie ich finde. Die Autometapher, richtig. Genau, die. Also, stell dir vor, du hast ein Gehirn, das über die schiere, unbändige Kraft und auch die Schnelligkeit eines hochgezüchteten Ferrari-Motors verfügt. Ein absolutes Kraftpaket. Aber das fundamentale Problem an der Sache ist, dieser Ferrari ist ab Werk leider nur mit den Bremsen eines klapprigen Fahrrads ausgestattet. Das ist so ein treffendes Bild. Wahnsinnig treffend, oder? Du hast also diese enorme Energie unter der Haube, aber du scheiterst im Alltag einfach permanent daran, diese Energie rechtzeitig zu drosseln oder, gezielt auf die Straße zu bringen. Ja. Okay. Lass uns das mal aufschlüsseln. Was bedeutet dieses Bild des Ferraris mit den Fahrradbremsen auf einer rein neurobiologischen Ebene? Also, um diese Metapher wirklich greifen zu können, müssen wir uns als allererstes komplett von einem bestimmten Wort verabschieden. Lass mich raten, vom Defizit? Ganz genau, von dem Wort Defizit in der Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Dieser Begriff führt uns nämlich in eine völlig falsche Richtung. Das fand ich bei der Recherche auch so krass. Es ist extrem irreführend. Menschen mit ADHS haben absolut kein Defizit an Aufmerksamkeit. Es verhält sich exakt umgekehrt. Sie haben einen unregulierten Überfluss an Aufmerksamkeit. Ein Überfluss. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Richtig. Die schwache Fahrradbremse in unserem Bild ist in Wahrheit die Unfähigkeit des Gehirns, diese permanente Flut an inneren und äußeren Reizen zu filtern. Sie nehmen schlichtweg alles gleichzeitig wahr. Jedes Geräusch, jeden Gedanken. Jeden Lichtreflex, jede Bewegung im Raum. Um zu verstehen, wie sich das im Kopf anfühlt, schauen wir uns mal zwei spezifische Netzwerke im Gehirn an, die unser tägliches Denken steuern. Da sind wir jetzt bei der Neurologie. Genau. Da ist zunächst das sogenannte Task Positive Network, kurz TPN. Man kann sich die Autoren nennen das so wie einen Engelmodus vorstellen. Der Engelmodus? Das klingt schon mal sehr produktiv. Ist es auch. Wenn dieses Netzwerk aktiv ist, sind wir hochgradig fokussiert. Wir bearbeiten eine konkrete Aufgabe, schreiben einen komplexen Bericht, kochen ein aufwendiges Gericht oder was auch immer. Man ist quasi völlig im Flow. Exakt. In diesem Zustand ist das Gehirn absolut zielgerichtet und wahnsinnig produktiv. Das Gegenstück dazu ist das Default Mode Network, das DMN. Das Ruhezustandsnetzwerk. Richtig. Das springt immer genau dann an, wenn wir gerade keine spezifische Aufgabe vor uns haben. Es ist unser innerer Raum für Fantasie, für Tagträume, für das freie Umherschweifen der Gedanken. Und für das Verknüpfen von scheinbar völlig unzusammenhängenden Ideen. Genau dafür ist es zuständig. Also das klingt bis hierhin ja nach einer ziemlich nützlichen Arbeitsteilung. Wenn ich arbeite, ist der Engel aktiv und wenn ich auf dem Sofa entspanne, darf mein Geist wandern und kreativ sein. Im Idealfall ja. Aber die Forschung zeigt eben, dass dieses Ruhezustandsnetzwerk, dieses DMN, eine extrem dunkle Seite haben kann. Hallowell und Ratey bezeichnen es an einer Stelle geradezu als Dämon.
Ja, das ist ein starkes Wort, aber es passt neurologisch extrem gut. Finde ich auch. Sobald man nicht beschäftigt ist und dieses Netzwerk entgleist, wird es zur Bühne für ein extrem zerstörerisches, negatives Grübeln. Dieses klassische Overthinking. Genau. Das ist dieser Zustand, wenn man, weißt du, nachts um 3 Uhr im Bett liegt und eine völlig harmlose Konversation von vor 5 Jahren in einer endlosen Dauerschleife analysiert und sich schreckliche Vorwürfe macht. Und der Neurowissenschaftler John Gabrieli vom MIT hat dazu ein geniales Bild geprägt. Bei neurotypischen Menschen funktionieren diese beiden Netzwerke wie eine Wippe auf dem Spielplatz. Eine Wippe? Genau. Wenn das TPN oben ist, also die Konzentration auf eine Aufgabe läuft, dann geht das DMN automatisch nach unten und schaltet sich ab. Man ist also ganz im Hier und Jetzt bei der Sache. Richtig. Aber bei ADHS-Gehirnen ist dieser zentrale Kippschalter in der Mitte der Wippe extrem störanfällig. Er hat einen massiven Glitch. Einen Glitch. Und was hier faszinierend ist, du bist ja tief in die chemische Ebene eingetaucht. Ja, die neurochemische Architektur, die diesen Glitch überhaupt erst verursacht, ist enorm spannend. Wir bewegen uns hier tief im Frontalhirn. Der Chefetage unseres Gehirns. Sozusagen, ja. Das Areal, das für Handlungsplanung, Impulskontrolle und eben die Steuerung der Aufmerksamkeit zuständig ist. Bei ADHS liegt hier ein genetisch bedingtes Ungleichgewicht der Neurotransmitter vor. Hauptsächlich Dopamin, oder? Primär ein Mangel an Dopamin und Noradrenalin, ja. Das bedeutet, die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen funktioniert einfach nicht reibungslos. Ich glaube, in den Quellen gab es da diesen Vergleich mit einem alten Radio? Genau. Stell dir vor, du versuchst im Radio einen ganz bestimmten Sender einzustellen. Aber du hast permanent ein super lautes, störendes Rauschen auf der Frequenz. Es knistert und kracht die ganze Zeit. Weil diese Botenstoffe fehlen, klemmt diese Wippe, von der wir gesprochen haben. Das Gehirn funkt auf der falschen Frequenz und sucht ständig verzweifelt nach externer Stimulation, um diesen chemischen Mangel künstlich irgendwie auszugleichen. Und die Folge von diesem verklemmten Schalter ist dann diese Desynchronisation, oder? Exakt. Beide Netzwerke der Engel und der Dämon feuern auf einmal gleichzeitig. Oh, wow. Das heißt, man versucht verzweifelt, eine wichtige berufliche E-Mail zu schreiben, während das Gehirn parallel intensiv darüber nachdenkt, ob man vorhin den Herd angelassen hat und warum man eigentlich generell im Leben noch nicht weiter ist. Und das alles exakt zur selben Zeit. Wahnsinn. Und diese ständige innere Kollision führt uns dann auch direkt zu diesen absolut faszinierenden Paradoxien, die das Leben mit ADHS prägen. Es ist ein permanentes Leben in Extremen. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Weil auf der einen Seite steht ja diese unüberwindbare Prokrastination. Also Dinge werden nicht einfach nur aufgeschoben, wie bei jedem von uns mal. Nein, es ist anders. Sie scheinen mental völlig unmöglich zu beginnen, bis die absolute Deadline droht. Es gleicht fast einer physischen Barriere. Genau. Und auf der anderen Seite steht dann plötzlich diese fast unheimliche Gabe, die komplett liegen gebliebene Arbeit einer ganzen Woche in 2 Stunden gnadenlosem Fokus durchzupeitschen. Und das hängt massiv mit der veränderten Zeitwahrnehmung bei ADHS zusammen. Lass uns darüber sprechen. Ein neurotypisches Gehirn spürt bei einer Deadline, die in 5 Tagen ansteht, einen langsam ansteigenden, linearen Druck. Man teilt sich die Arbeit ein, man macht jeden Tag ein bisschen. Logisch. Aber für das ADHS-Gehirn existieren diese feinen Abstufungen schlichtweg nicht. Es gibt neurologisch gesehen nur 2 Zeiten. Jetzt und nicht jetzt. Jetzt und nicht jetzt. Das ist so simpel wie brutal. Absolut. Die Deadline in 5 Tagen ist 100%ig nicht jetzt und hat für das Belohnungssystem des Gehirns keinerlei Relevanz. Es schüttet kein Dopamin dafür aus. Bis zu dem Punkt, an dem die Zeit dann fast abläuft. Genau. Panik bricht aus, Cortisol schießt ein und es wird schlagartig zum alles dominierenden Jetzt. Erst dieses extreme Adrenalin zwingt den Ferrari-Motor dann brutal zum Starten. Und das bringt uns zum sogenannten Hyperfokus. Richtig. Ja. Dieser Adrenalinschub zwingt das Gehirn in diesen Zustand des Hyperfokus. Das ist weit, weit entfernt von einer normalen, gesunden Konzentration. Wie fühlt sich das an? In diesem Moment übernimmt das Task-Positive Network, also der Engelmodus, die totale und absolute Kontrolle. Das Ruhezustandsnetzwerk wird nicht nur heruntergefahren, es wird regelrecht gewaltsam abgeklemmt. Also die Wippe kracht auf eine Seite. Mit vollem Gewicht. Alles andere in der Welt hört auf zu existieren. Man spürt keinen Hunger mehr,
Man muss nicht auf die Toilette, man hört buchstäblich nicht, wenn jemand den Raum betritt. Ein neurologischer Sog. Ein unfassbar produktiver Sog, aus dem man sich aber aus eigener Kraft kaum noch befreien kann. Dazu gibt es in den Quellen diese eine so brillante und gleichzeitig, irgendwie tragikomische Anekdote, die diesen Zustand wirklich perfekt illustriert. Die Geschichte mit Onkel Ron? Genau die, also hör dir das an. Es geht um Onkel Ron, einen eigentlich sehr fürsorglichen Familienvater und Lehrer. Ein guter Kerl. Ein wirklich guter Kerl. Ron fährt an einem schönen Samstag mit seiner Frau Gretchen in den örtlichen Baumarkt, weil sie gemeinsam den Vorgarten neu bepflanzen wollen. Ein schönes Projekt. Ein klassisches Wochenende. Auf dem großen Parkplatz trennen sich ihre Wege kurz. Gretchen will noch schnell in eine andere Abteilung und Ron kümmert sich um die Auswahl der Pflanzen. Und in genau diesem Moment taucht Ron völlig in seinen Hyperfokus ein. Das TPN schaltet sich auf 200%. Er visualisiert die Beete, er rechnet die Abstände zwischen den Blumen aus. Er ist komplett in dieser Aufgabe gefangen. Er bezahlt die Pflanzen, geht zum Auto, fährt schnurstracks nach Hause, lädt alles aus und beginnt sofort wie besessen, akribisch genau die Löcher im Vorgarten auszuheben. Und sein Ruhezustandsnetzwerk ist komplett lahmgelegt. Völlig. Es sollte ihn eigentlich sanft daran erinnern, mit wem er den verdammten Vormittag verbracht hat. Hat es aber nicht. Nein. Er arbeitet stundenlang im Dreck voll fokussiert, bis seine Teenager-Tochter Renee aus dem Haus kommt. Sie blickt sich um und fragt, Dad, wo ist Mom? Und erst da fällt der Schalter. Erst in dieser verdammten Sekunde dämmert es ihm. Er hatte seine eigene Frau schlichtweg auf dem Baumarktparkplatz stehen gelassen. Eine unglaubliche Geschichte. Aber jetzt kommt das eigentlich Absurde. Anstatt innezuhalten und den Fehler zu korrigieren, kann er diesen extremen physischen Fokus auf das Graben nicht abbrechen. Er kann nicht aus dem TTN raus. Er wühlt mit der einen Hand weiter wie verrückt in der Erde und wirft seiner Tochter mit der anderen Hand den Autoschlüssel zu, damit sie ihre Mutter abholt. Und die Tochter? Die Tochter Renee hatte zu diesem Zeitpunkt nur einen Lernführerschein. Sie durfte rechtlich gesehen gar nicht alleine Auto fahren. Das ist der Moment, in dem die Neurologie wirklich greifbar wird. So humorvoll das klingt, es zeigt den Ernst des Hyperfokus auf sehr beklemmende Weise. Weil sein Gehirn diese logische Querverbindung in dem Moment einfach nicht abrufen konnte. Richtig. ADHS bedeutet eben nicht nur diese oberflächliche Ablenkbarkeit. Es bedeutet dieses brachiale Sich-Verbeißen in eine singuläre Aufgabe. Onkel Ron handelte weder böswillig, noch war er ignorant gegenüber seiner Frau. Er hat sie ja nicht absichtlich stehen gelassen. Überhaupt nicht. Sein Gehirn war durch den fehlerhaften Kippschalter so starr auf das Pflanzen fixiert, dass sämtliche empathischen, sozialen oder logischen Querverbindungen vom System regelrecht gekappt wurden. Also die Erinnerung an seine Frau oder die Führerscheinregeln der Tochter. Genau. Die Hardware für diese Gedanken war in diesem Moment einfach nicht zugänglich. Das wirft natürlich unweigerlich die Frage auf, warum die Natur überhaupt ein solches Gehirn hervorbringt. Wenn wir uns die menschliche Evolution ansehen, muss diese neurologische Struktur ja mal einen extremen Vorteil geboten haben. Sonst hätte sie sich gar nicht bis heute gehalten. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, ergibt das evolutionär betrachtet sogar enorm viel Sinn. Echt? Wie das? Die Autoren nutzen hier eine sehr treffende Metapher. Die Unterscheidung zwischen Jägern und Sammlern. Ah, okay. Menschen mit ADHS besitzen im Grunde das Gehirn eines urzeitlichen Jägers. Wenn du in der Wildnis jagst oder plötzlich von einem Säbelzahntiger angegriffen wirst, brauchst du exakt diese Eigenschaften. Du hast keine Zeit, lange Pro- und Kontralisten zu schreiben. Exakt. Du brauchst blitzschnelle Intuition, die Fähigkeit, in Sekundenbruchteilen hochriskante Entscheidungen zu treffen und du musst in absoluten Gefahrensituationen einen sofortigen Hyperfokus abrufen können. Der dann eben auch alles andere gnadenlos ausblendet. In dieser feindlichen Umgebung war das ADHS-Gehirn ein gigantischer Überlebensvorteil. Die fundamentale Tragik ist nur, heute leben diese brillanten Jägergehirne in einer modernen Gesellschaft, die fast ausschließlich für Sammler designt ist. Eine Gesellschaft aus starren Routinen? 8-stündige Bürojobs, endlose Excel-Tabellen und das stille Sitzen in normierten Klassenzimmern. Der Jäger ist also grandios darin, das Mammut zu erlegen, aber er scheitert kläglich daran, den Fleischbestand danach in einer ordentlichen Steuererklärung zu dokumentieren. Das fasst es perfekt zusammen.
Und weil diese Jäger in der modernen Sammlerwelt chronisch unterstimuliert sind, müssen sie sich ihre Kicks logischerweise woanders suchen. Da lädt es in den Quellen ja viel um das Thema Adrenalin-Junkies. Das bringt uns direkt in das Zentrum unseres Belohnungssystems, den Nucleus accumbens. Da ADHS-Gehirne chronisch auf einem viel niedrigeren Dopaminspiegel laufen, lösen normale Handlungen bei ihnen keinerlei Befriedigung aus. Also sowas wie die Wohnung aufräumen? Oder eine Rechnung bezahlen. Das gibt ihnen keinen neurochemischen Belohnungsschub. Um überhaupt dieses grundlegende Gefühl der Handlungsfähigkeit zu spüren, brauchen sie massiv stärkere Reize von außen. Extremsport zum Beispiel. Extremsport oder sie stürzen sich in extremen Stress, neigen zu hochrisikonden, impulsiven Entscheidungen. Das hat leider auch eine sehr dunkle statistische Kehrseite. Du meinst das Suchtverhalten? Ja. Das Risiko, ein ausgeprägtes Suchtverhalten zu entwickeln, sei es Alkohol, Drogen, pathologisches Kaufverhalten oder Spielsucht, ist bei Menschen mit unreguliertem ADHS etwa 5 bis 10 Mal höher. 5 bis 10 Mal höher. Es ist oft ein unbewusster, verzweifelter Versuch der Selbstmedikation, um dieses hungernde Belohnungssystem irgendwie anzukurbeln. Das ist wirklich tragisch, wenn man die Biologie dahinter versteht. Wenn du uns jetzt zuhörst, denkst du dir vielleicht, Moment mal, ständige Reizüberflutung, Prokrastination, das Gefühl, sich nicht mehr auf einen langen Text konzentrieren zu können, das beschreibt im Grunde meinen ganz normalen Alltag. Auch ohne Diagnose. Genau. Auch ohne, dass hier ein Arzt ADHS diagnostiziert hat. Und das ist einer der spannendsten Aspekte in den Texten. Die Autoren führen dafür den Begriff FAST ein. V-A-S-T. Variable Attention Stimulus Trait. Richtig. Sie argumentieren, dass die moderne Welt unsere Gehirne geradezu umprogrammiert. Wir verhalten uns wie Frösche in einem Topf mit Wasser, das langsam zum Kochen gebracht wird. Eine schleichende Veränderung. Total. Stell dir einen normalen Abend vor. Wir sitzen auf dem Sofa, schauen eine Serie auf Netflix, scrollen gleichzeitig durch TikTok-Reels und checken nebenbei berufliche E-Mails. Multitasking in Reinkultur. Diese endlose Informationsflut und die algorithmisch gesteuerten Dopamin-Hacks unserer Smartphones zwingen unserem eigentlich neurotypischen Gehirn ein Verhalten auf, das der genetischen ADHS erschreckend ähnlich sieht. Wir trainieren unseren Aufmerksamkeitsmuskel systematisch ab. Wir züchten uns diese Defizite künstlich heran. Wobei man klar sagen muss, der Unterschied ist, dass FAST umweltbedingt ist und ADHS genetisch. Aber die emotionalen und kognitiven Auswirkungen auf den Alltag überschneiden sich massiv. Was uns zu einem Bereich bringt, der meiner Meinung nach extrem wichtig ist. Die emotionale Ebene. Ja, ein ganz zentraler Bereich, der bei ADHS oft völlig übersehen wird, weil alle immer nur über Konzentration und Zappelphilippe sprechen, ist die extreme emotionale Dysregulation. In der Fachliteratur spricht man da von RSD und RSAE. Erklär das mal genauer. RSD steht für Rejection Sensitive Dysphoria. Das ist eine Dysphorie, also ein tiefes, schmerzhaftes Unwohlsein, basierend auf einer enormen Empfindlichkeit gegenüber Zurückweisung. Da der emotionale Filter im Gehirn fehlt, dringen selbst winzige Kritiken ungebremst durch. Hier wird es wirklich interessant, weil das für Außenstehende so wahnsinnig schwer zu greifen ist. Das stimmt. Um das mal für dich als Zuhörer greifbar zu machen. Stell dir vor, du bist auf der Arbeit und dein Chef schreibt dir über den Messenger eine völlig neutrale Nachricht. Können wir nachher kurz sprechen? Ein neurotypisches Gehirn denkt sich, klar, es geht bestimmt um das neue Projekt. Genau, aber ein Gehirn mit RSD stürzt im Sekundenbruchteilen in ein bodenloses, fast körperlich schmerzhaftes Loch. Das Ruhezustandsnetzwerk, der Dämon, eskaliert sofort in krassesten Katastrophenszenarien. Man ist felsenfest davon überzeugt, dass man gefeuert wird. Dass man völlig unfähig ist und das ganze Büro einen hasst. Und das ist eben keine Überreaktion aus bösem Willen oder Sensibilität. Nein, es ist ein physischer Schmerz, weil das Gehirn Kritik sofort als fundamentale, existenzbedrohende Ablehnung interpretiert. Aber auf der anderen Seite der Medaille steht dann RSE. Recognition Sensitive Euphoria. Das genaue Gegenteil. Ein beiläufiges Lob, eine kleine Anerkennung für eine gute Idee und das gleiche Gehirn wird mit einer derartigen Welle an Dopamin überflutet, dass es enorme Höhenflüge erlebt. Und man hat plötzlich die Energie, 3 Tage am Stück hochkreativ durchzuarbeiten. Und genau diese extremen emotionalen und kognitiven Ausschläge offenbaren eben auch die wahren Superkräfte, die in diesem Gehirn schlummern. Superkräfte ist ein gutes Wort dafür. Wir dürfen ADHS keinesfalls nur als Ansammlung von Defiziten pathologisieren.
Wenn diese Menschen nicht in starre Systeme gepresst werden, zeigen sie oft eine überbordende Kreativität und eine außergewöhnliche Empathie. Weil sie ständig alle Schwingungen im Raum wahrnehmen, oder? Exakt. Sie besitzen meist einen extrem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Da sie nicht in geraden Linien denken können, denken sie iterativ. Sie verbinden Punkte miteinander, die für andere völlig isoliert scheinen. Out-of-the-box thinking. Und kurioserweise sind sie oft diejenigen, die in echten, handfesten Krisensituationen absolute Ruhe bewahren. Wenn neurotypische Menschen in Panik verfallen, ist ihr Gehirn in seinem Element. Weil es für das Chaos gemacht ist. Wunderbare Geschichte über den 14-jährigen Alan, die das klassische ADHS-Unternehmer-Mindset perfekt einfängt. Die Teppichreinigungsgeschichte. Ja, Alan möchte in den Sommerferien Geld verdienen, um endlich mit Mädchen ausgehen zu können. Seine Eltern schlagen vor, sich einen klassischen Nebenjob zu suchen. Mit Bewerbung und Lebenslauf. Genau. Lebensläufe schreiben, Formulare ausfüllen, jeden Morgen pünktlich irgendwo antreten. Für sein Gehirn ist das die pure Hölle. Er weigert sich strikt. Sehr verständlich aus neurologischer Sicht. Nun ergab es sich, dass die Telefonnummer seiner Familie der Nummer einer örtlichen Teppichreinigungsfirma zum Verwechseln ähnlich war. Ständig riefen Leute an, die sich verwählt hatten. Nervig. Jeder normale Teenager hätte irgendwann einfach den Stecker aus der Wand gezogen. Alan aber nutzt seine Out-of-the-Box-Superkraft. Er sieht eine lukrative Chance, wo andere nur eine lästige Störung sehen. Er geht ans Telefon. Er geht ran und sagt fröhlich: Wir sind zwar nicht die Firma, die Sie suchen, aber ich garantiere Ihnen, ich reinige Ihren Teppich viel billiger und besser. Genial. Obwohl er nichts hat. Er hat weder eine Maschine noch ein Auto, also quatscht er kurzerhand einen etwas älteren Bekannten mit Führerschein an. Sie mieten sich im Baumarkt ein professionelles Reinigungsgerät und ziehen los. Das ist Unternehmertum. Mit 14 Jahren macht Alan an einem einzigen Wochenende mal eben $600 reinen Gewinn. Er hat das starre System komplett umgangen und seine eigene Lösung erschaffen. Eine wirklich fantastische Demonstration davon, wie viel rohes Potenzial freigesetzt wird, wenn das Umfeld stimmt und man den Dingen ihren Lauf lässt. Aber um dieses Potenzial im Alltag nutzbar zu machen, muss man eben lernen, wie man die Bremsen dieses Ferraris repariert und wartet. Die Behandlungsmöglichkeiten. Hier stoßen wir auf extrem viele hartnäckige Mythen, die in den klinischen Leitfäden klar widerlegt werden. Lass uns da kurz aufräumen. Erstens, ADHS wächst sich nicht einfach im Erwachsenenalter aus. Das Gehirn bleibt so strukturiert. Erwachsene lernen lediglich durch gesellschaftlichen Druck besser, ihre Symptome nach außen hin zu maskieren. Was ja enorm viel Energie kostet. Was oft direkt ins Burnout führt. Zweitens, es entsteht definitiv nicht durch einen zu hohen Zuckerkonsum in der Kindheit und auch nicht durch undisziplinierte Erziehung. Wie wir gesehen haben, ist es zu 60–80% eine genetisch bedingte Stoffwechselbesonderheit im Frontalhirn. Und das bringt uns zu einem oft sehr emotional diskutierten Thema: Medikamente. Ein Minenfeld. Viele Menschen zucken da sofort zusammen. Weil das Vorurteil herrscht, Betroffene würden dadurch zu willenlosen, sedierten Zombies ruhig gestellt. Ein Vorurteil, das der eigentlichen Funktionsweise dieser Medikamente komplett widerspricht. Die gängigsten Präparate, also in der Regel Stimulantien, stellen niemanden ruhig. Ganz im Gegenteil. Sie stimulieren, wie der Name sagt. Sie regen gezielt bestimmte Areale im Frontalhirn an. Sie erhöhen künstlich die Verfügbarkeit von Dopamin und Noradrenalin in den Synapsen. Um auf unsere Startmetapher zurückzukommen, sie aktivieren die Fahrradbremsen, machen sie stärker. Exakt, sie liefern dem Gehirn die nötige chemische Infrastruktur, um dieses permanente, zermürbende Hintergrundrauschen des alten Radios endlich abzustellen. Damit man überhaupt die Kontrolle hat. Nur so kann der Betroffene den richtigen Sender klar einstellen und die bewusste Entscheidung treffen, worauf er seine Aufmerksamkeit richten möchte, anstatt jedem Impuls hilflos ausgeliefert zu sein. Aber die Medikamente sind ja nicht das Einzige. Die Autoren betonen auch massiv natürliche physiologische Ansätze, richtig? Richtig, Sport ist hier kein nettes Hobby, sondern essentielle Medizin. Schon 20 bis 30 Minuten intensive Bewegung erhöhen den Spiegel der Botenstoffe signifikant. Ich erinnere mich da an dieses BDNF. Brain-Derived Neurotrophic Factor, ja? Das wird bei Sport ausgeschüttet und wirkt im Gehirn buchstäblich wie ein extrem hochwertiger Dünger für die Nervenzellen. Es fördert die Plastizität und verbessert sofort die Konzentrationsfähigkeit. Und dann gab es noch den Aspekt der Verbundenheit.
Ebenso elementar ist tiefe menschliche Verbundenheit. Echtes Verständnis und soziale Bindung schütten Oxytocin aus. Das wirkt wie ein kühlender Balsam auf die chronisch überhitzten Netzwerke des ADHS-Gehirns. In diesem Zusammenhang liebe ich einen ganz bestimmten super pragmatischen Alltagstipp aus den Texten. Ich nenne ihn einfach mal den Dämon-Hack. Ah, der ist klasse. Wir haben vorhin ausführlich über das Ruhezustandsnetzwerk, das DMN, gesprochen. Diesen Dämon, der einen in das zerstörerische nächtliche Grübeln und in fiese Selbstzweifel zieht. Wenn die Wippe unten klemmt. Genau. Der Trick der Autoren ist simpel, aber brillant. Wenn du merkst, dass du mental in diesem düsteren Gedankenkarussell festhängst, musst du zwingend das TPN, den Engelmodus für Aufgaben, aktivieren. Weil sich das DMN dann abschalten muss. Exakt. Da die beiden wie eine Wippe funktionieren, schaltet das Aktivieren des TPN den Dämon automatisch ab. Und wie macht man das? Durch eine unmittelbare physische Handlung. Du musst dich buchstäblich aus dem Kopf in den Körper zwingen. Ablenkung durch Aktion. Die Autoren raten ganz konkret: Mach irgendetwas Handfestes. Steh auf und balanciere auf einem Bein, hol dir eine Sellerieknolle aus dem Kühlschrank und schneide sie in millimetergenaue winzige Würfel. Sehr spezifisch. Sing laut ein absurdes Kinderlied, atme streng im Rhythmus 6-3-8-3 oder, und das schreiben sie in dem Buch völlig ernst, bell wie ein Hund. Bell wie ein Hund. Es ist völlig irrelevant, wie absurd die Handlung von außen betrachtet wirkt. Das Einzige, was zählt, ist, dass du etwas tust, das deine volle Aufmerksamkeit im physischen Hier und Jetzt bündelt. Das reißt das Gehirn aus der Negativspirale. Und das wirft eine wichtige Frage auf, die weit über das Thema ADHS hinausgeht. Nämlich, wie wir eigentlich alle im modernen Alltag lernen können, die Herrschaft über unsere eigene Aufmerksamkeit zurückzugewinnen. Das betrifft uns ja bei fast alle. Genau. Diese kleinen neurologischen Hacks beweisen, dass man seiner eigenen Neurobiologie niemals wehrlos ausgeliefert ist. Sobald man versteht, wie diese Netzwerke im Hintergrund interagieren, kann man aktiv und gezielt in den Prozess eingreifen. Man lernt, den klemmenden Kippschalter der Wippe selbst mit etwas Kraft zu betätigen. Anstatt passiv und verzweifelt darauf zu warten, dass er vielleicht irgendwann von alleine umspringt. Also, was bedeutet das alles für uns? Lass uns diese Fülle an Informationen mal zusammenbinden. ADHS ist definitiv keine Erfindung der Neuzeit, es ist kein Zeichen von Faulheit und es ist ganz sicher kein bloßes Defizit. Auf keinen Fall. Es ist eine tiefgreifende, evolutionär bedingte neurobiologische Veranlagung. Eine völlig andere, wildere Art der Informationsverarbeitung. Es ist ein Syndrom der extremsten Paradoxien. Der Ferrari mit den Fahrradbremsen. Du bist im Besitz der unbändigen Energie und der blitzschnellen Kreativität eines urzeitlichen Jägers. Aber du musst im modernen Alltag mit den schwachen Bremsen eines Fahrrads an deinem Ferrari-Motor klarkommen. Aber man kann lernen, sie zu warten. Genau das. Wer lernt, sei es durch tiefes Wissen über das eigene Gehirn, durch gezielte Bewältigungsstrategien wie den Dämon-Hack, durch intensive Bewegung oder eben durch gut eingestellte Medikamente diese Bremsen zu warten und zu stärken, dem stehen absolute Superkräfte zur Verfügung. Das ist die wichtigste Erkenntnis. Und das ist auch der wichtigste Appell an dich, wenn du uns heute zuhörst. Völlig egal, ob du selbst die Diagnose hast, ob du jemanden in deinem Umfeld besser verstehen möchtest oder ob du einfach nur durch unseren digitalen Wahnsinn fast Symptome bei dir selbst feststellst. Es geht nicht um Bestrafung. Es geht niemals darum, dich selbst für deine neurologischen Schwächen zu verurteilen oder dich mit Gewalt in eine Form zu zwingen, die dir einfach nicht passt. Es geht einzig und allein darum, herauszufinden, wie dein persönlicher Motor funktioniert, wo deine Stärken liegen und wie du diese gezielt auf die Straße bringst. Ein schönes Schlusswort. Und das bringt mich zu einem finalen, ziemlich provokanten Gedanken, den du gerne für dich mit in den Tag nehmen kannst, nachdem wir diese ganzen Quellen durchgearbeitet haben. Ich bin gespannt. Stell dir für einen Moment vor, unsere Gesellschaft würde kollektiv aufhören, all diese brillanten, intuitiven Jäger mit Gewalt in das starre Korsett der Sammler pressen zu wollen. Stell dir vor, wir würden aufhören, diese Menschen als krank zu pathologisieren, nur weil sie in einem völlig unnatürlichen System nicht 8 Stunden lang leise an einem Schreibtisch sitzen können. Das würde alles verändern. Was könnten wir als Menschheit an unglaublichen Innovationen, an wilder Kunst,
an bahnbrechenden, unkonventionellen Problemlösungen gewinnen, wenn wir endlich aufhören würden, diese hochgezüchteten Ferrari-Motoren auf Tempo-30-Zonen zu drosseln und anfangen würden, ihnen stattdessen eine echte Rennstrecke zu bauen. Denk mal in Ruhe darüber nach. Ein starker Gedanke. Damit sind wir am Ende unserer heutigen ausführlichen Recherche angekommen. Bleib neugierig, sei nachsichtig mit dir und vor allem mit deinem Gehirn und geh weiter auf Entdeckungstour. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.